Herzlich willkommen! Dies ist der Pen-Ocean Photo Workshop zur Unterwasserfotografie in Höhlen. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Momentan bin ich in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan. Hierhin bin ich gereist, weil es hier ein riesiges Höhlensystem gibt, das zum großen Teil mit Wasser gefüllt ist. Und dieses Wasser ist klar und angenehm warm. Kein Wunder also, dass jährlich tausende Höhlentaucher hierhin pilgern und ihrem Hobby nachgehen. Auch für uns Unterwasserfotografen ist das hier ein Top-Reiseziel. Dieser Workshop besteht aus mehreren Teilen. Dieses Video enthält Vorüberlegungen zur Fotografie und Tauchgangsplanung. Im nächsten stelle ich vor, welche Ausrüstung du zur Höhlenfotografie brauchst. In den übrigen Videos geht es dann um spannende fotografische Themen wie Ausleuchtung, Fokussierung und Bildgestaltung. In unserem Workshop zur Unterwasserfotografie in den Cenoten ging es um die Fotografie am Höhleneingang und in der Halbhöhle. Wenn du also wissen möchtest, wie du dort fotografieren kannst, dann schau dich auf unserer Seite www.penoceanphoto.com um. Dort findest du alles Wissenswerte dazu. In diesem Video beschäftigen wir uns jetzt aber mit Höhlen. Genauer gesagt, Fotografie in mit Wasser gefüllten Räumen natürlichen Ursprungs. Also keine Bergwerksstollen, keine Kanalisationen, keine versunkenen Gebäude und auch keine Innenräume von Wracks. Das alles wäre von der taucherischen Sicht aus ziemlich ähnlich. Fotografisch ist meine Herangehensweise in menschengemachten Umgebungen aber immer eine andere als in der Natur. Oder mit etwas Poesie gesagt, unsere Fotos sollten eine andere Geschichte erzählen, je nachdem, ob wir uns mit der Natur oder mit der Kultur beschäftigen. Kurze Vorüberlegung. Was ist eigentlich eine Höhle? Also aus fotografischer Sicht. Eine Höhle, das ist ein umschlossener Raum, in den kein Tageslicht einfällt. Das bedeutet, der Fotograf muss sich selbst um die Ausleuchtung kümmern. Dabei zählt für uns Fotografierende natürlich nur der Bereich, der vor unserem Objektiv liegt. Wir können in unserem Rücken also durchaus noch den Höhlenausgang bzw. restliches Umgebungslicht haben. Für unsere Kamera sind wir aber trotzdem in einer Höhle. Ich betone das deshalb so genau, weil du eine Ausbildung zum Höhlentaucher brauchst, wenn du unter Wasser in einer echten Höhle fotografieren möchtest. Und selbst dann brauchst du noch einiges an Erfahrung und ein zuverlässiges Team, bevor deine Kamera zum ersten Mal Teil deiner Höhlenausrüstung werden sollte. Aber bevor du jetzt das Video stoppst, selbst wenn du noch kein Full Cave Diver oder ähnliches bist, dieser Workshop kann für dich trotzdem ganz interessant werden. Denn, wie gesagt, es gibt fotografische Situationen, die wie eine Höhle sind. Und dort kannst du auch als Open Water Diver tolle Aufnahmen machen. Ich will dich also auf keinen Fall davon abhalten, dich mit der Fotografie in dunklen Bereichen der Unterwasserwelt zu beschäftigen. Wovon ich dich aber auf jeden Fall abbringen will, ist es, dich einem unnötigen Risiko auszusetzen. Wer kein ausgebildeter Höhlentaucher ist, hat in einer echten Höhle nichts verloren. Auch nicht für ein gutes Foto. Als Nicht-Höhlentaucher wirst du den Rest dieses Videos eher uninteressant finden. Du kannst deshalb ihn getrost überspringen. Im nächsten Video wird es dafür wieder umso spannender. Nutze dafür einfach die Links unterhalb dieses Videos. Unterwasserfotografie in Höhlen ist Teamarbeit. Wobei ich nicht deutlich genug betonen kann. Das Team hat absoluten Vorrang vor der Fotografie. Deshalb gilt: Bereits in der Tauchgangsplanung muss die Tatsache, dass du fotografieren möchtest, berücksichtigt werden. Sprich, es muss klar sein, wo du was fotografieren willst, wie viel Zeit du dafür brauchen wirst und was die Aufgabe deiner Tauchpartner während dieser Zeit ist. Erst wenn alle Teammitglieder diesem Plan zustimmen, kommt die Kamera mit ins Wasser. Ansonsten bleibt sie draußen. Wenn ich sie dabei habe, gehört sie dann auch zu meiner Tauchausrüstung. Das heißt, ich präsentiere sie im Gear-Matching und ich habe sie während des S-Drills mit dabei. Denn schließlich muss ich alle Protokolle auch mit Kamera in jeder Situation in der Höhle befolgen können. Noch einmal etwas genauer zur Tauchgangsplanung. Es versteht sich von selbst,
dass die Zeit zur Fotografie ausschließlich die Penetrationsphase ist. Also, ich fotografiere nur auf den Weg in die Höhle hinein, niemals auf den Weg heraus. Sowohl für mein Gasmanagement als auch für die Planung meiner Deko bzw. nur Dekozeit kalkuliere ich genügend Extrazeit auf der geplanten Tiefe. Mehr noch, aus Erfahrung weiß ich, dass meine Sec-Rate mit Kamera um einen bestimmten Prozentsatz höher ist. Dafür reicht allein schon die Tatsache, dass ich sie dabei habe. Je nach fotografischem Vorhaben steigt sie dann noch einmal. Und wie viel sich dein Luftverbrauch verändert, das kannst du nur selber durch Erfahrung herausbringen. Aber auch hier gilt, plane möglichst konservativ. Doch zurück zum Team. Als Fotograf möchtest du möglichst die hintere Position im Team haben. Aber dein Wunsch zu fotografieren darf nicht über die Teampositionierung entscheiden. Nach vorne gehört das Teammitglied mit der geringsten Erfahrung oder der mit Problemen wie defekter Ausrüstung. Solltest du das sein, gehörst du nach vorne. Auch bei Planungen, welche und wie viele Navigationshilfen du mitnimmst, spielt dein fotografisches Vorhaben eine Rolle. Wenn ich die Stelle, an der ich fotografieren möchte, erreicht habe, brauche ich eine direktionale Markierung. Denn bevor ich meine Kamera auch nur vorbereite, markiere ich die Führungsleine mit einem Rem oder Arrow, der Richtung Höhlenausgang weist. Je nachdem, wo meine Position zum Fotografieren sein soll, brauche ich auch noch ein weiteres Spool, um meine kontinuierliche Führungsleine zu gewährleisten. Das gilt auch, obwohl es sich offiziell vielleicht gar nicht um einen echten Jump oder kein Gap handelt. Das gleiche gilt für alle Teammitglieder. Möchte ich, dass sie sich von der Führungsleine entfernen, um zum Beispiel einen bestimmten Teil der Höhle auszuleuchten, brauchen sie einen Marker und einen Spool zusätzlich. Für eine gute Teamarbeit musst du auch im Wasser mit deinem Tauchpartner und/oder Models kommunizieren können. Dies funktioniert zum einen über Hand- und Lichtsignale, wie du sie in deiner Höhlentauchausbildung gelernt hast. Zur Standardausrüstung von Höhlentauchern gehören aber auch Slates oder Wet Notes. Diese lassen sich natürlich auch hervorragend für fotografische Zwecke nutzen. Plane also so, dass du immer ausreichend Schreibmöglichkeiten für taucherische und fotografische Belange bei dir hast.